Einen wunderschönen guten Tag. Mein Name ist Andi von der Firma Rescue. Und heute haben wir keine Reparaturvideos, sondern einen Produkttest. Und zwar haben wir hier einen flüssigen Displayschutz bzw. eine flüssige Displayschutzbeschichtung von der Firma Pearl. So, dann warten wir 24 Stunden, gehen mit dem Display raus und lassen das mal über den Boden schlittern und schauen, ob das eine Besserung gebracht hat. Die haben wir auf unsere eigenen Kosten gekauft, also das ist nicht gesponsert. Dafür haben wir hier ein Display von einem A71. Das werden wir jetzt zur Hälfte beschichten und zur Hälfte nicht. Dafür klebe ich das zuerst einmal ab. Und wenn das dann beschichtet ist bzw. ausgehärtet ist, dann testen wir das Ganze, wie groß die Unterschiede bzw. ob es Unterschiede gibt. Ich bin ehrlich, ich glaube nicht daran, aber ich lasse mich gern auch überzeugen. So, dann packen wir das Ganze aus. Hier haben wir die Flüssigkeit, das ist ein kleines Fläschchen, 3 Milliliter, sonst keine Bezeichnung, was drin ist. Hier haben wir so eine Art Mikrofasertücher und dann noch wahrscheinlich Alkoholtücher. Da schauen wir zuerst mal auf der Bedienungsanleitung, was wir machen müssen. Schritt 1. Das Display mit dem Alkoholputztuch gründlich reinigen. Dann starten wir doch gleich damit. Hier haben wir einmal wet, das heißt wahrscheinlich getränkt. So. Feucht ist das aber definitiv nicht. Das ist trocken. Die werden wahrscheinlich schon ein bisschen länger auf Lager liegen. Dann hole ich mir hier ein bisschen Alkohol von uns dazu. Und das ist natürlich schon mal nicht so toll. So, anschließend mit dem Trockenputztuch trocknen. So, als nächstes 5 bis 8 Tropfen der Schutzflüssigkeit auf das Display träufeln. Na. Das sind jetzt 2 Tropfen mehr, aber die sind teilweise relativ klein. Und dann sollen wir mit dem Trockenputztuch die Schutzflüssigkeit verteilen. So, und anschließend nach 10 Minuten Rückstände mit dem Mikrofasertuch auspolieren. Das heißt, wir stellen den Timer auf 10 Minuten und dann sehen wir uns gleich wieder. So, die 10 Minuten sind fast vorbei. Jetzt schauen wir uns noch den letzten Schritt an. 24 Stunden bis zur kompletten Versiegelung aushärten lassen. Aber vorher jetzt noch einmal polieren und dann warten wir bis morgen und dann testen wir, ob das Ganze wirklich dann auch einen Kratzschutz bietet. Sieht jetzt für mich optisch nicht so aus, als wäre da irgendein Rückstand drauf. So, das müssen wir uns jetzt merken. Der Bereich mit der Kamera oben, das ist der beschichtete Bereich. Den Kleber ziehen wir ab. Aber hier sieht man schon, dass irgendein Strich da ist. Also irgendwas hat sich abgesetzt. Ich schaue mal, ob ich den wegpolieren kann, ob man dann immer noch eine Kante sieht. Nee, da ist nicht sichtbar. Schauen wir mal einmal unter dem Mikroskop, ob man da vielleicht was sieht. Aber das bezweifle ich.
Nee, auch in der Spiegelung vom Licht ist da nichts zu erkennen. So, dann warten wir 24 Stunden, gehen mit dem Display raus und lassen das mal über den Boden schlittern und schauen, ob das eine Besserung gebracht hat. Bis dahin. Einen wunderschönen guten Morgen. Wir sind zurück. 24 Stunden sind nun vorbei und jetzt werden wir das Ganze mal testen. Dazu müssen wir aber einmal vor die Tür und dann sehen wir uns gleich wieder mit dem Endergebnis. Sind wir mal gespannt. So, bist du bereit? Ich bin bereit. Ich mache jetzt aber nicht so weit wie gestern. Das sollte schon ausreichen. Also auf den ersten Blick, na, wir geben dem Ganzen mal noch ein bisschen mehr. Ah, das waren ein paar Meter. Das waren ein paar Meter. Okay, perfekt. Und dann schauen wir uns das Ganze drin nochmal an. Bis gleich. So, wir sind wieder zurück im Studio und jetzt werden wir das Ganze mal begutachten. Also, ich würde sagen, die Kratzer sind jetzt relativ gleichmäßig über das ganze Display verteilt. Hier hat es einen Bruch bekommen, einen kleinen. Das hat jetzt aber nicht damit zu tun, dass hier keine Beschichtung ist. Ich würde jetzt unter dem Mikroskop mal schauen, ob da eine Beschichtung ist, weil wenn da eine wäre, müssten wir die ja entfernen können. So, wir sind jetzt hier im unteren Bereich ohne Beschichtung. Und hier der obere Bereich mit Beschichtung. Man sieht ja auch schon, hier sind auch ganz feine Kratzer. Und ich kann hier auch nicht wirklich irgendeine Beschichtung abkratzen. Das heißt für mich im Umkehrschluss, wenn ich keine Beschichtung entfernen kann, dann scheint da auch nicht wirklich was drauf zu sein. Man sieht hier so minimal, dass da irgendwas abgeht. Das ist hier nicht der Fall. Also scheint tatsächlich doch irgendwas drauf zu sein. Aber ja, meiner Meinung nach ist das zu vernachlässigen. Also ich würde in dem Fall sagen, eher durchgefallen. Ich meine, das ist kein teurer Spaß. Das hat gekostet, ich glaube, knapp 6 Euro. 5,99. Aber die 5,99 kann man sich sparen. Also in dem Fall dann doch lieber ein Panzerglas oder eine ordentliche Folie. Da hat man dann auch einen gewissen Schutz. Aber das hier, das ist nichts. Durchgefallen. Und jetzt warten wir gespannt auf unser nächstes Paket. Da kommt nämlich der sogenannte Display-Kleber, auch von der Firma Pearl. Das ist ein Display-Reparaturset für Smartphone, Tablet, PC und Handy. Flüssigglas-Display-Reparatur. Und in der Beschreibung steht, füllt und versiegelt Risse und Kratzer, verhindert das Ausbreiten von Beschädigungen, glättet die Displayoberfläche. Komplettset, keine weiteren Werkzeuge nötig. Sind wir gespannt. Ich glaube nicht dran. Ich hatte auch hier dran nicht geglaubt. Das hat sich jetzt leider bestätigt. Wäre ja toll, wenn es geklappt hätte, aber wir waren da in der ganzen Firma schon sehr skeptisch. Und genauso sind wir das bei dem Displaykleber auch. Aber wir lassen uns überraschen. Dann vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.